Ja, darf Sie euch noch einmal sehr herzlich im Namen des SK Rapid hier im Weststadion, wie es im Europacup heißt, begrüßen zu unserer Pressekonferenz mit Trainer Didi Kühbauer nach dem 1:0 gegen die Rangers. Natürlich ein freudiges Ergebnis und ich darf den Trainer gleich bitten, seine Sicht der Dinge zu diesem Spiel und den damit verbundenen Aufstieg in das 16. Finale der Europa League. So welcome to the press conference of SK Rapid Vienna with our head coach Didi Kühbauer, and I would like to ask him to give his opinion and a short summary about the 1-0 victory against Rangers and the qualification for the next round. Ja, was soll ich sagen? Grundsätzlich war es so heute, dass es für uns ein Spiel war, wo wir eigentlich gewusst haben, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, weil wir einen Punkt gebraucht haben. Und man hat gesehen, erste Halbzeit, das war ein sehr zerfahrenes Spiel, war ein sehr kampfbetontes Spiel. Das haben wir eigentlich von Beginn an gewusst, dass es so sein wird, weil der Rasen das nicht so zulassen hat. Da haben die Jungs eigentlich erste Halbzeit bis auf diesen Kopfball haben sie das ganz gut gemacht, ohne dass wir jetzt wirklich großartig gefährlich geworden sind, auf beiden Seiten, muss man sagen. Und zweite war es dann so, dass wir einfach mehr investiert haben, mehr riskiert haben und dann eigentlich das Spiel auch verdient gewonnen haben. Mit einer sehr schönen Aktion. Und ich muss da mal auf ein riesiges Lob aussprechen, weil im Vorfeld zu wissen, ein X reicht. Und es war eigentlich bis zuletzt, ohne dass jetzt die großen Chancen da waren, war es aber nicht so, dass man gewusst hat, man kommt weiter. Und sie haben wirklich die 90 Minuten dagegen gehalten und auch wiederum in der 84. Minute das Tor geschossen. Und spricht für die Truppe. Und ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, dass man jetzt da aufgestiegen ist und von mir aus absolut verdient. So, yeah, I have to say that in general, we knew that today's game is going to be a difficult one with us needing at least a point. I have to say that in the first half it was the expected physical match. We knew that it would happen like that because of the condition of the pitch. And I think that both, we did a good job in the first half. But both teams weren't really dangerous, especially in the box. But second half we changed, we invested more, and I think that at the end we deserved the win. We have to pay, or I have to pay credit to the players because the longer the match lasted, it was difficult for them also to deal with a situation with not knowing if we are going to pass or not. But then consequently in the 85th minute we managed to score the goal. Actually with a nice combination, and this speaks for the mentality, for the character of the team, and at the end it's a great achievement for the club. Vielen Dank. Erste Frage bitte, der Christian Hakel vom Standard und dann... Ist der Matchplan irgendwie perfekt aufgegangen? Ich meine, man hat ja vorher gewusst, je länger es 0:0 steht, umso besser ist es für Rapid. Ich meine, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht ausmalen, dass das wirklich dann so eintritt, oder? Natürlich haben wir gewusst, dass umso länger es 0:0 steht, werden die Räume mehr werden für uns, dass der Dejan dann das Tor schießt. Also das hast wahrscheinlich nur du gewusst. Also das habe ich nicht so gewusst. Ich habe eher gedacht, dass der Dejan uns die Defensive stabilisiert, aber ist ganz gleich. Also, aber wir haben gewusst, umso länger das Spiel dauert, ist es so, dass wir die Möglichkeiten bekommen werden. Okay, so what... Do you think that the game plan worked out at the end for you? The answer to this was, we knew, of course, the longer the match stays goalless, the spaces, the free spaces for us will become bigger and will be there for us. And that at the end, Ljubicic will be the one who scores the goal. Only you knew about that. But at the end, we knew, as I said before, that the longer the match lasts, the possibilities rise for us. Danke. Bitte Martin Lang, ORF Radio Wien. Zwei Fragen in einem. Erstens einmal Wunschgegner gleich für die nächste Runde, für die K.O.-Phase, und ist es eine Bestätigung deiner Arbeit, ein historischer Moment, irgendein besonderer Moment für dich selbst? Is it a confirmation of your personal work over this month, and do you have any wishes for the next round? Thank you. Fantastisch. Natürlich ist es jetzt für meine Person eine unglaubliche Geschichte, weil es hat ja nicht so ausgeschaut, wir sind da mit dem ersten Spiel 3:1 verloren, dann hast du eine
einen Abzug gekriegt in Spanien. Und die Jungs sind super zurückgekommen und wie sie heute wieder gezeigt hat, haben wir wieder hinten raus das Spiel entschieden. Und es ist so, dass die Jungs wissen, dass Fußball eben so lange dauert, solange der Schiri abpfeift und wir haben wirklich dagegen gehalten. Und das ist schon, glaube ich, ein grundlegendes Element in Fußball generell, ob Rapid oder anderer Club, und sie haben das sehr gut umgesetzt. Und freue mich für mich und freue mich für meine Jungs noch mehr und ich freue mich für den ganzen Club natürlich. Wunschgegner ist mir jetzt eigentlich im Moment gleich, weil es ist einfach so, dass die Gegner natürlich noch schwieriger werden und wir wollen uns nur auf die also auf das Heimspiel sowieso, weil ich muss dazu sagen, die Zuschauer waren heute wieder fantastisch und wer jetzt kommt, das ist eine Draufgabe und trotzdem werden wir alles versuchen, dass wir sie da auch gut präsentieren. Okay, so the answer, the question was already translated. The answer, well, now for me, I think it's a great achievement, I have to say. It didn't look like at the beginning of the group stage. We lost the first match 3-1, but then managed to fight back also in Spain, and we managed to score goals actually towards the end of the matches. And yeah, that's football. I told my guys that yeah, the match takes as long as until the referee blows the final whistle, and yeah, we were hanging in there, we fought, and I'm happy, me personally, I'm happy for the lads as well, and for the club. And in terms of the next opponent, if there are any wishes, yeah, I can say that at the end it doesn't really matter. The opponents will become more and more difficult, of course, and we will focus on the two games then, but and especially on our home game, because I have to say that the fans, as we saw today, did just a fantastic job again, and we want to show good performances then. Danke sehr. Bitte Alex Huber, Kurier. Didi, weil du das 1:3 angesprochen hast zu deinem Debüt, kann mich erinnern, wenn wir nachher die gefragt haben, wie das mit dem körperlichen Zustand ist, wie die zweite Hälfte erklärbar ist, auch der Einbruch am Schluss und dass die Zweikämpfe nicht mehr gewonnen wurden. Jetzt ist normal so eine Weisheit, dass man während einer engen Herbstsaison da nicht viel machen kann. Trotzdem ist da ein großer Unterschied erkennbar und die Kollegen aus Schottland haben auch vorher den Steven Gerrard gefragt, wie es das gibt, dass Rapid heute das fittere Team war. Kannst das du erklären? Erklären. Es ist einfach so, dass ich einer schon mitgeben will, dass wir haben jetzt nicht allzu viel trainieren können und wenn jetzt irgendein Mitleid oder der Alex Steinbecker, so ist es nicht. Also wir haben sehr wohl, und das habe ich auch immer zuvor gesagt, wir konnten wenig trainieren und trotzdem glaube ich, dass man den Spielern sagen muss, das, was drin ist, diese 100%, mehr geht ja nicht, die müssen sie abrufen und dann müssen sie, und wenn einer fertig ist, wir haben drei Auswechslungen, dann wird er vom Platz. Ich wollte nie, dass einer nur an 70-80% rangeht, sondern an die 100%. Und ich glaube, das haben die Jungs, glaube ich, seit ich gekommen bin, haben sie das besser umgesetzt. Und das ist, glaube ich, dann die Erklärung dazu. Aber ich habe jetzt nicht irgendwas, dass jetzt ein Zauber drankommt oder dass sie jetzt irgendwas anderes machen, sondern es ist einfach die Mentalität besser geworden und die ist wichtig und die muss aber trotzdem noch besser werden. Okay, the question was after the defeat that we just talked about, the 1-3 defeat on your debut, there it was said that the physical condition was bad of the team, and yeah, that the team didn't work well towards the end of the match, but we could definitely see a difference today. It was noticeable, but Steven Gerrard before said in the press conference that he thought that the Glasgow Rangers were in a better physical conditions also tonight. What can you say about that? The answer was, well, yeah, we know that we couldn't train that much. We had to give 100%. That's what I tell my boys always, my lads, that we have to show 100%. And if a player can't present or perform his 100%, then we have to do substitution. It's not enough to show you 70 or 80% at the end. And but I think that my team improved on that. My lads improved on that. And it was not just by a special drink that I served them. It was through hard training, and I think that the mentality and the character of the team improved a lot. Danke sehr. Bitte, dann haben wir Johannes Sturm, Weltfußball. Zum zweiten Mal hintereinander im Europacup ist Ihnen ein tolles Händchen gelungen mit den Wechseln. Auch dieses Mal Assistgeber und Torschütze sind reingekommen. Was waren da die Gedanken dahinter und kann man sich sowas vor dem Spiel irgendwie ausrechnen? Natürlich. Nein, es ist einfach so, ich hab gewusst,
dass es so ist, die Jungs, die am Platz waren, haben das sehr gut gemacht und das ist ja jetzt auch keine irgendeine große Erfindung von mir. Irgendwann ist natürlich die Kraft jeder Mannschaft wird weniger und Schobesberger hat im Moment noch nicht diese Physis, die er braucht und kann aber trotzdem hinten raus besser sein. Knas Müller hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, abgesehen vom Assist und das mit deren, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das vorher gesagt hätte, dass der Tennis Tor macht, also ich sicher nicht, aber er hat es unglaublich gut gemacht und da ist ein bisschen Stürmer eben verloren gegangen und da muss ich echt sagen, das ist eher passiert. Aber ich bin nicht unzufrieden deswegen. Okay, you proved in the last two Europa League matches actually that your substitutions worked very well, and actually your substitution today, he was the one who scored the decisive goal. What are your thoughts about that? Or did you think about that? Did you know about that? And the answer was, yeah, of course. Yeah, I knew about that. So that's what I hoped, I thought. But no, I knew that, the lads on the pitch, they did a great job. It was not invented by me to bring him on, and that he scores then the goal. If the power of some of the players go down, we have to do substitution. That's normal. I brought in Schobesberger, who's not 100% fit. He can't play the whole 90 minutes, but I brought him in. And Knas Müller, I have to say, Knasi, he did a fantastic job. He did a great match, not only because of his assist. What can I say to Ljubicic? I didn't think he could score such a goal. Normally he's our defender, but he scored that goal and looked like a great attacker in this case. And it happened. He scored a goal. Danke, Stefano. Jetzt wieder weniger Arbeit für dich. Martin Lang hat noch eine Frage. Bitte. Ja, und dann 2 Reihen weiter nach vorne. It concerns Ljubicic because he said in the interviews your advice was that he should close the midfield gap and don't go too often forward. Er hat gesagt in den Interviews, du hast ihm gesagt als Trainer, er soll die Mitte zumachen und nicht zu oft nach vorne gehen. Also er hat eigentlich nicht das gemacht, was du ihm gesagt hast. Deshalb kriegt er Geldstrafe. Nein, ich habe das wirklich gesagt, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt zum Dejan sage, der was eher ein defensiv starker Spieler ist, dass ich ihm jetzt sage, du bitte geh mit und mach das Tor. Also so ist sicher nicht. Aber natürlich, ich bin kein Trainer, der aus dem Spieler sagt, wenn man den Raum bekommt, wenn er in der Situation dabei ist, dass er jetzt stehen bleiben soll. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich ihm gesagt habe, er soll sehr wohl mit Schwabe gemeinsam, weil er noch die meiste Kraft hat, dass er das Zentrum sichern soll und dann aushelfen soll. Aber natürlich wird es besprochen, morgen ist keine Frage. Okay, so I have to give him a penalty, a fine, for that. But no, I don't think that, Dejan Ljubicic, I mean, he's a defender, and I didn't tell him to please go and score a goal. But if he's involved, if he's in a situation like that, he should try his best, of course, and that's what he did. And I told him to make sure that midfield is secure and saved. But I talked a lot about that to him to go and score that goal. Okay, und dann haben wir noch eine Frage genau 2 Reihen weiter vorne. Lukas Matzinger, bitte. Ganz ehrlich, habt ihr die Rangers stärker erwartet, dass sie gefährlicher wären, dass sie mehr brennen irgendwie? Am Brennen habe ich nicht gedacht, aber ich habe gewusst, dass sie eine physische Mannschaft sind, aber ich würde jetzt die Leistung meiner Mannschaft nicht schmälern dadurch. Also wir haben gewusst, was auf uns zukommt, wir haben gewusst, dass sie sehr viel über den Standardbereich kommen, dass sie sehr viel über das Flankenspiel kommen, weil sie da einen Vorteil haben und deshalb ist es genauso eingetroffen, wie wir es erwartet haben und die Jungs haben einen guten Job gemacht. Wir haben wenig zulassen und muss man auch sagen, der Platz ist halt im Moment nicht so, dass man Zauberkombinationen spielen kann, aber es war für beide Seiten so und die Jungs haben den guten Job gemacht und ich würde jetzt nicht die Leistung meiner Mannschaft schmälern, ohne dass ich jetzt dann auf einmal sage, das war unglaublich. Nachfrage? Lass mal vorher kurz übersetzen, bitte, sonst ist es ein bisschen... So honestly, can you tell us, did you expect the Rangers not to be that tough opponent? The answer to this, we knew that the Rangers, of course, are a very physical team, but we defended well, we played well, and they
tried to attack and tried to create danger over the wings, and that's their advantage, that's what they can do. But we expected that to happen, but I think that my team just did a great job. We didn't concede a lot of chances to them, and of course the pitch didn't allow a great combination play on the pitch, but I have to say that the performance of my lads was very good and unbelievable. Wie schwierig wird es jetzt, dass man die Spieler nach diesem harten Spiel in 2 Tagen aufs Derby vorbereitet? Es ist sicher so besser, dass wir gewonnen haben, dass wir aufgestiegen sind und dass man jetzt eigentlich weiß, gegen die Austria ist es wiederum ein Spiel, da geht es um die Vorherrschaft in Wien, da wollen wir natürlich einen Sieg einfahren. Ist natürlich ein eigenes Spiel und weiß man vorher nicht, wer da als Sieger am Platz geht. Aber die Jungs müssen jetzt regenerieren, müssen schauen, dass wir diese Zeit bis zum Spiel nutzen, damit wir dann wirklich in einer sehr guten Condition sind, dass wir da ein gutes Spiel liefern. Okay. How difficult is the preparation now for the derby coming up on Sunday after this victory in the qualification for the next round? The answer to this was, well, I prefer this result. It's better like that we qualified for the next round. Of course, both teams try on Sunday to win this very prestigious Austria-Vienna derby. And but it will be a completely different game, of course. We have to make sure that now that our players, our lads, regenerate well, and we have to take advantage of the time that we have until then and recover some players and to be in a good condition for Sunday's match. Okay, dann sagen wir herzlichen Dank. Derby war ein gutes Stichwort für die österreichischen Kollegen. Morgen um 12:30 Uhr, wie angekündigt, die Pressekonferenz vor dem Derby. Den schottischen Kollegen und Fans wünschen wir eine gute Heimreise. Hoffen, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir uns wieder treffen. 85 Jahre nach dem ersten Duell und 54 Jahre nach dem zweiten. War schönes Spiel, zweimal von 2 Rekordmeistern. Dankeschön. Okay, so would like to thank you also to the Scottish colleagues and wish you safe travels back home. And we hope to see you again. And we don't have to wait another 85 years until the next encounter will happen, with your team. Thank you very much.